und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch auf eine Tour um die Baustelle des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofes mitnehmen. Beginnen tue ich wie immer im BA 1 bis 3. Hier ist es ja sehr ruhig geworden. Die Jägerstraße wartet auf ihre Freigabe im Gegenspurverkehr, denn momentan ist sie nur als Einbahnstraße zu befahren. Das Schwallbauwerk erinnert irgendwie an die Kaaba in Mekka. Vielleicht gestaltet man das Eckige auch ähnlich schön. Weiter geht's zu den BA 8 bis 10, wo zur B 27 hin Schalungsteile fein säuberlich ausgebreitet auf ihren Einsatz warten. Oder sind es gar Weihnachtsgeschenke? Jetzt aber schnell rüber zum Bauer BG20H Bohrgerät bei den Arkaden im Bonatzbau, denn da kommt gleich der Motorservice zum 500-Stunden-Check-up und ich wollte es noch in Aktion sehen. Hier werden lange Bohrpfähle für ein Kranfundament gesetzt. Es soll wohl ein riesiger Baukran hinkommen. Warten wir es ab. Sehr freundliches und aufgeschlossenes Team übrigens. Zurück zum BA 8 und 9 und dem freistehenden und sehr mächtig wirkenden K28 und dem halbgeschalten K27, der als Randkelch bezeichnet wird, weil er mit der Außenwand verschmilzt. Die Schalung am SK24 mit der Ausstiegsöffnung Nordausgang ist fertig aufgebaut und nun wird alles für die Eisenflechter vorbereitet. So, hier sehen wir den fertig armierten Kelchfuß von K23. Für die Lastverteilung des enormen Gewichtes sind die Eisen hier dicht an dicht gelegt, um es laienhaft auszudrücken. Nun geht's weiter zum ITS, wo die netten Herren dort schnell telefonisch mit der Pressestelle abklärten, ob ich von der Aussichtsterrasse aus filmen darf.
Von hier aus hat man den besten Überblick über den gesamten neuen Bahnhof und ich kann die einzelnen Baufortschritte gut erkennen. Der Blick in den aufgebrochenen Bonatzbau wirkt schon irgendwie gruselig. Noch kann man sich das zukünftige Ambiente und die Eleganz kaum vorstellen. Unser Blick schweift nun gen Süden und man erkennt das mächtige Trägergerüst des neuen Fußgängersteges über die Baustelle. Die Einhausungen des temporären Bauwerks sind schon weit fortgeschritten. Dieser Steg ersetzt den momentan einzigen Übergang zum Bonatzbau Höhe Bahnhofsturm. Dann kann auch dort endlich mit dem Bau der noch fehlenden Kelchstützen K15 und K16 und dem R8 begonnen werden. Am K17 sind die Eisenflechter und Eisenbieger mit ihrer Arbeit schon sehr weit fortgeschritten. Von hier oben aus hat man einen fantastischen Blick auf dieses Kunstwerk. Die Herren vom Bosporus sind mit allerlei Arbeiten beschäftigt. Flechten, Hochdruck reinigen und biegen. Selten habe ich Betonagearbeiten bei meinen doch recht spontanen Besuchen. Ich bin durch meine Selbstständigkeit und natürlich auch wettertechnisch genötigt, flexibel einen Baustellenbesuch einzuplanen. R9 wird heute mit Beton verfüllt. Sauberes Aushärten wünsche ich. So, noch ein bisschen Knastfeeling durch die Gitter des Längssteges Richtung Bahnhofsmission. Im Vordergrund das Trägerfachwerk des neuen Steges und dahinter K17. Werfen wir noch einen Blick rüber zum Mischwerk, wo das graue Gold, manch einer tut es auch abwertend als graue Pampe bezeichnen, angerührt und in die Mischer verladen wird. Natürlich muss auch das Rohmaterial ständig nachgeliefert werden. Die Baukräne transportieren wirklich fast alles, wie hier zu sehen, Holzbohlen für den Steg oder einen Betonkletter.
Weiter geht's zum hinteren südlichen Ende der Baustelle mit den BAs 21 bis 25. Wahre Eyecatcher sind die riesigen offenen Zelte für die Fertigteilproduktion. Im BA 23 holt ein Spezialbagger aus über 20 Meter Tiefe den letzten Dreck heraus. Das ist das letzte Loch für den neuen Bahnhof. Hier verlaufen die Gleise von und aus dem Bahnhof in den Filtertunnel. Höher, also manches Haus in der Nachbarschaft, ragt das Schwallbauwerk Süd in die Höhe. Anders als der Kollege im Norden ist es nicht kastenförmig, sondern hat eine elegante Rundung. Dennoch ist und bleibt es ein Betonmonster gigantischen Ausmaßes. Mittlerweile werden die abgebrochenen und neu gebauten SSB-Bauwerke zugeschüttet. Diese Arbeit erledigt eine Caterpillar-Laderaupe 953K und eine Hamm H7i V10 Walze. Dann steht da noch ein Grove Autokran, der mit Betonabbruch gefüllte Schuttmulden aus dem Loch von BA 23 nach oben bringt. Ein Mobilbagger verlädt das Material dann auf LKW.
2021/22 gehen die Arbeiten flott voran. Man sieht fertige Wände, Schalungen und mächtige Armierungen. So, das war's für heute. Die Herstellung dieses Videos war sehr zeitaufwendig, darum hoffe ich umso mehr, dass es euch gefallen hat. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.